Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Zweitkanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ganz gut. Heute mal eine ganz spontane Aufnahme, denn es steht ein Wechsel von Patrick Pfeiffer zum FCM bevor und das ist meiner Meinung nach ein Top-Deal. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr supporten. Schreibt eure Meinung so wie immer in die Kommentare. Und damit starten wir rein ins Video. Let's go! Ja. Es ist bekannt, anscheinend, es gab auch schon ein paar Quizzes und so von unseren Leakern, der Mann hatte bis jetzt immer recht, wenn er irgendwas geleakt hat. Ich habe auch bei ihm den Ibrahima Cissé erraten, der aber dann noch knapp geplatzt ist. Diesmal soll es wohl auch laut Transfermarkt schon 70% nach 2 Stunden. Soll es wohl anscheinend so sein, dass er sicher schon da ist. Das heißt, bis jetzt anscheinend noch gar nichts, mal gucken. Ich denke mal, dass er heute dann auch veröffentlicht wird. Muss ja, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber ja, es wird sehr interessant werden. Mit Robert Leipertz hat der 1. FC Magdeburg am heutigen Sonntag noch einen weiteren Abgang, beziehungsweise am gestrigen Sonntag noch einen weiteren Abgang in der sich flotten Schrittes ihrem Ende nähernden Wintertransferperiode vermeldet. Nachdem zuvor schon Tatsuya Ito, Kawasaki Frontale und Andi Hoti, Dynamo Dresden abgegeben worden sind, wie Hoti und anders als Ito wurde Leipertz indes nur verliehen und könnte nach einem halben Jahr beim SV Ulm zurückkehren. Unterdessen ist Alexander Ormström, der beim 5-2-Sieg beim Schalke 04 nach auskurierten Oberschenkelproblemen und mit aufgeholten Rückständen erstmals im Kader stand, aber noch auf sein Pflichtspieldebüt wartet, aktuell noch der einzige Magdeburger Neuzugang. Das allerdings wird nicht zwingend bis zum Transferschluss am Montagabend um 20 Uhr so bleiben. Ja, und ich persönlich bin ein Fan von Patrick Pfeiffer. Ich mag den Spielertypen sehr. Vermisse auch so einen Spielertypen sehr in Magdeburg. Ist meiner Meinung nach ein ähnlicher Spielertyp wie Lawrence. Bevor jetzt einige Leute schreien, oh nee, der war nicht so gut bei uns. Mit ein bisschen Erfahrung im Fuß und das hat er auch schon mehrmals gezeigt. Unter anderem meiner Meinung nach sehr stark beim Darmstädter Aufstieg gewesen. Da habe ich mir schon gedacht, der könnte einen Erstligadurchbruch krass folgen. Hat es aber leider nicht so geschafft, was ich sehr schade fand. Ich verfolge Patrick Pfeiffer jetzt schon ein bisschen länger, weil er meiner Meinung nach ein Top-Innenverteidiger ist. Und ja, Ottmar Schock hat zudem gesagt, bei Sky, vor dem Schalke-Spiel, dass sie denn gerne noch einen Verteidiger holen wollen und im Endeffekt auch müssen, weil du sonst nicht weiter vorankommst mit der Mannschaft. Und ich persönlich finde auch einen Heberersatz sehr wichtig. Und das wäre definitiv ein Heberersatz meiner Meinung nach, weil Heber meiner Meinung nach wieder schlechter ist als Patrick Pfeiffer. Aber das kommt natürlich jetzt auch darauf an, wie gut Patrick Pfeiffer wieder reinkommt in das ganze Business, weil er hat lange nicht gespielt, beziehungsweise lange nicht in Deutschland. Und zudem ist er jetzt erst zurück. Man muss ihn wieder fit kriegen, ist das Wichtige an der Sache. Ja, denn die Magdeburger Verantwortlichen bemühen sich dem Vernehmen nach noch um einen zusätzlichen Innenverteidiger, um die mit dem Hoti-Abgang dünner gewordene Personaldecke in der letzten Reihe wieder etwas zu verbreitern. Und möglicherweise ist Geschäftsführer Ottmar Schock auch schon fündig geworden. Und ja, wie gesagt, es ist auch sehr wichtig zu sagen an dieser Stelle, dass man Charlton nehmen wollte. Dem hat man gelobt, weil man gedacht hat, dass man keine andere Lösung findet. Dann kam die abgebrochene Leihe von Patrick Pfeiffer und anscheinend hat man dann doch eine Lösung gefunden. Und ja, natürlich muss man sagen, dass ein Charlton nicht mit Patrick Pfeiffer mithalten kann. Ich glaube, das ist für jeden relativ verständlich. Ja, so wird von verschiedener Seite Patrick Pfeiffer mit einem Engagement in Magdeburg in Verbindung gebracht. Der 25-Jährige kennt die zweite Bundesliga bestens und war 2022-23 beim überraschenden Aufstieg des SV Darmstadt 98 eine Schlüsselfigur, entschied sich anschließend aber für einen Wechsel zum FC Augsburg und gelangte dadurch in eine Karrieresackgasse. Und ja, er verspricht Qualität, es ist einfach so. Hat einen Marktwert wie jetzt beispielsweise Markus Matthiesen, ist dafür noch ein bisschen jünger, aber hat auch schon mal nochmal einen höheren Marktwert, weil er halt wirklich einer der, wenn man so sagen möchte, Top-Innenverteidiger-Talente Deutschlands war, zu dem Zeitpunkt. Und deswegen einiges versprochen hat er aber leider nicht abrufen können.
vielleicht ja dann nach dem Jahr, beziehungsweise nach dem halben Jahr in Magdeburg, wo er sich dann vielleicht bei Augsburg durchboxt. Ja, in Augsburg reichte es für Pfeiffer in der vergangenen Saison nur zu 11 Bundesliga-Einsätzen, denen im vergangenen Sommer eine Leihe zu den Young Boys Bern folgte. In der Schweiz kam Pfeiffer indes bislang nur auf 2 Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft, was freilich auch in Zusammenhang mit einer langen Verletzungspause steht. Aktuell ist der in Hamburg gebürtige Deutsch-Ghana zwar wieder fit, spielt aber dennoch keine Rolle, was weder Pfeiffer selbst noch den FC Augsburg zufriedenstellen dürfte. Denkbar deshalb, dass die Leihe nach Bern vorzeitig beendet wird und Pfeiffer weiterzieht, möglicherweise nach Magdeburg. Schon in wenigen Stunden dürfte klar sein, wie viel Grundlage die aktuellen Spekulationen haben. Ja, es könnte sehr, sehr interessant werden, die nächsten Stunden noch. Oder beziehungsweise den Tag jetzt noch bis 0 Uhr am 3. Februar. Ich hätte das Video auch, keine Ahnung, gestern circa 22 Uhr frühestens raushauen können. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu spät gewesen und hätte keinen Sinn gemacht. Deswegen jetzt so früh wie möglich es eigentlich nur geht. Ja, ich glaube, der Deal wäre mega für uns. Also wirklich, wäre ein Top-Deal. Ich persönlich sehe ihn von der Qualität, wie ich ihn kenne, auf Top-Niveau. Ähnlich wie John Hugonet, Matthiesen und John Hugonet und Matthiesen. Und wenn du da 3 Brecher in Verteidigung hast, das wäre schon krass. Muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich denke, damit wird es schwerer für Heber werden, sollte der Deal zustande kommen. Ja, ich glaube, das Grundproblem war auch immer Heber, auch von den Fans allgemein. Statistisch war es immer schwierig. Er hat auch zuletzt gegen Schalke 100% Bodenzweikämpfe gewonnen und zeigt Statistiken, die sonst ganz gut sind. Bloß das Problem bei Heber ist immer diese Schludrigkeit. Und ich glaube, das hassen die Fans und ich persönlich hasse es auch. Weil ich kann damit überhaupt nicht umgehen, wenn er jedes Mal den Ball verhaut und so. Das nervt mich richtig. Und ja, deswegen würde ich persönlich den Wechsel sehr, sehr geil finden. Wie gesagt, ich mag den Spielertypen. Er hat ein gutes Profil für uns. Wie gesagt, in Bern hat er auch 2 Spiele gemacht und ich würde sagen, ähnliches Leistungsniveau wie bei Augsburg, wenn nicht sogar noch einen Ticken besser. Deswegen habe ich die Leihe auch nicht wirklich verstanden. Ja, schreibt eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Vielleicht, wenn das Video online ist, ist der Deal auch schon durch. Ich weiß es nicht, wie schnell ich das hochladen kann. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und damit, ciao Leute und einen schönen Tag euch noch.